Hallo, heute geht es um das Bild. Das habe ich in 2 Steps gemalt und gestern war ich nämlich so müde und unkonzentriert, habe ständig mein Werkzeug verbummelt und beim Malen, das ist sehr ungünstig, wenn die Farbe gerade trocknet. Ja, aber das hatte etwas für sich und zwar etwas ganz, ganz Tolles, denn ich habe das Werkzeug gesucht, nicht gefunden, aber das dabei entdeckt und da habe ich es mir sofort geschnappt, weil ich das schon immer mal ausprobieren wollte. Und habe es ausprobiert und bin total begeistert von meinem neuen Werkzeug. Also das wirst du heute in dem Video sehen, wie ich dieses Werkzeug ausprobiere und kennenlerne. Und das ist auch nochmal so mein Tipp gleich vorweg. Die ersten Farbschichten, gerade für dich als Anfänger, wenn du ein Anfänger bist, nutze einfach die Zeit, um das Werkzeug kennenzulernen. Und das kannst du ganz losgelöst und unkompliziert machen, weil danach kommen sowieso wieder Farbschichten drüber. Und das siehst du heute auch in dem Video, nämlich den zweiten Step, wie ich dann das Bild überarbeitet habe. Vielleicht erinnert dich das auch an etwas, wenn du nämlich das Buch hast. Das sieht dem ja sehr ähnlich. Dann nutze ich nämlich jetzt die Gelegenheit dazu. Das Buch ist ein Spiegel-Bestseller und deshalb vielen, vielen Dank an dich, wenn du das Buch hast und an all, die mich immer unterstützen und einen besonderen Dank nochmal an dich, Franziska, an Luca und an Pia. Also jetzt viel Spaß mit dem Video und wenn du noch eine Frage hast, schau ruhig unter das Video in die Videobeschreibung, da steht auch immer noch mal etwas dazu. Also einen schönen Sonntag und viel Spaß mit dem Video. Wir starten heute mal ganz klassisch mit einem Pinsel und tauch den erstmal ins Wasser und dann geh damit in die Farbe. Wir nehmen heute Blau. Ich will ein bisschen rumexperimentieren, noch ein paar neue Werkzeuge ausprobieren und du kannst erstmal einfach nur die Farbe auftragen. Gib gleich ein Grün dazu, dann vermischt sich das noch und dann entstehen wieder weitere Farbtöne und wir nutzen einfach die erste Farbschicht wieder zum Rumexperimentieren. Ruhig ein bisschen Wasser dazu, dann bleibt die Farbe länger offen und dann können wir nämlich besser experimentieren, beziehungsweise ich oder du dann zu Hause. Also verteil die Farbe schön und dann probieren wir jetzt das erste Werkzeug gleich aus. Das hier ist ein Silikonspachtel und der hat so eine schöne Fläche, mit der kann ich flächig die Farbe rausnehmen, aber auch linienartig. Und guck mal, das probier einfach aus. Das ist die erste Farbschicht. Hau hier einfach raus, was du an Energie gerade hast. Das macht Spaß und nutze einfach die Schicht. In der ersten Farbschicht habe ich mich so ein bisschen ausgetobt, die ist jetzt trocken und jetzt mache ich das gleiche nochmal. Ich gehe jetzt wieder mit Farbe drüber und will dann auch wieder Farbe wegnehmen. Einfach die Farbe auftragen, ich nehme hier nochmal das Schwämmchen von letzter Woche und umso mehr Übung du hast mit den Werkzeugen, umso besser, umso sicherer wirst du. Ich gebe jetzt hier nochmal Grau drüber, eben ein bisschen hellgrün. Und verteile das so über die Leinwand. Das ist mir ein bisschen zu dunkel, jetzt gebe ich einfach nochmal Weiß dazu. Misch auch direkt auf der Leinwand, das kannst du auch machen. Jetzt habe ich grob die Farbe verteilt und nehme jetzt wieder mein Werkzeug. Wo ist es? Mist. Den Spachtel nicht wiedergefunden, aber ich habe das hier gefunden im Waschbecken und das hat mich schon lange angelacht. Ich mache jetzt durch Farbe nochmal nass oder ich verstreiche sie hier nochmal. Gucken, was das jetzt kann. Ich kann die Farbe damit rausnehmen, ganz flächig. Ja, da entstehen tolle Muster. Ja, und wenn ich die längs ziehe, diese schönen Streifen, die mag ich ja sowieso immer. Aber das probiere ich jetzt hier erstmal aus.
trage ich weiter Farbtöne auf und gehe immer weiter in den Farbschichten. Also ich experimentiere hier auch gerade mit dem Pinselstrich. Ich gucke, ob mir so Farbkleckse dazu gefallen und wie die aussehen zu dem Gesamtbild, und ja, gehe jetzt hier einfach einen Schritt weiter. So, ich habe es ein bisschen vorsichtig angefangen, dass die andere Farbe schon trocken ist, und gehe jetzt hier schon mit dem Hellblau weiter rüber, weil ich will insgesamt hell werden und das Dunkle dann nur so durchscheinen lassen. Also verstreiche ich erstmal die Farbe und dann will ich das Werkzeug wieder benutzen. Ja, diese Streifen und Muster, das finde ich schon spannend. Ich kann das einfach raufdrücken und seitlich verziehen. Ich kann die Kante nehmen oder hier wieder so Abdrücke machen. Also ist schon ein tolles Werkzeug. Das ist cool. Ich glaube, heute ist nur so ein Experimentiertag für mich. Es macht Spaß, die Farbe immer wieder aufzutragen und dann mit dem Werkzeug wegzunehmen oder hier mit dem Pinsel einfach mal dazu arbeiten. Ich könnte ja auch die Farbe da drauf geben, mal gucken, und dann richtig hier so Abdrücke machen. Das ist auch interessant. Ja, gestern war ein Experimentiertag. Also es ist heute ein neuer Tag. Ich schaue mir das Bild wieder an. Die Farbe ist schon durchgetrocknet. Und ja, inspiriert mich auf jeden Fall. Also auch hochkant kann ich mir das jetzt ganz schön hier vorstellen. So ein paar Blüten drauf. Und ja, ich werde neu anfangen. Ja, ich habe jetzt zügig das Blau einmal über die Fläche verteilt. Jetzt gehe ich wieder so vor. Ich nehme jetzt hier mit der Kante die Farbe wieder weg und dann entstehen schöne Muster. Das geht nur, wenn die untere Farbe wirklich richtig durchgetrocknet ist. Also die hatte jetzt so viel Zeit zum Trocknen. Ist jetzt ideal.
Ich hätte jetzt auch noch stundenlang Blumen malen können da drauf. Das ist total schön. Eine ganz meditative Arbeit, da kann man sich auch wieder dran rein versenken sozusagen. Ja, ich habe jetzt aber aufgehört. Ich finde es schon so ganz passend und ja, und durch die eine Sache findet man eben wieder was Neues. Und das ist ja eigentlich immer so beim Arbeiten, egal ob man gerade eine Technik ausprobiert oder einen Plan hat, den man verfolgt und der sowieso gerade nicht funktioniert, dann muss man eben nur die Augen offen haben für das Neue. Das kann ich dir heute so mitgeben, aber das weißt du sicherlich eh schon. Also, du siehst hier nochmal die ganz tollen Strukturen in dem Bild, die ganzen schönen Farbschichten und die tollen Farben, die dadurch entstanden sind. Vielen, vielen Dank für dein Like. Bitte liken das Video. Und falls du noch kein Abo hast, abonniere doch den Kanal. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen ganz, 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 ganz tollen Sonntag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, der Tipp ist natürlich heute ganz klar, wie du hier siehst, aber schau mal auf Seite 76. Das ist genau dieselbe Technik und da kannst du prima das Video als Anleitung benutzen. Also ganz viel Spaß beim Malen und einen ganz tollen Sonntag für dich.